Hi, meine lieben Gruselfreunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Killer Frequency. Nachdem ich letzten Male so rumgenutzt habe, hoffe ich, dass ich doch noch einige Menschen retten kann und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen dabei. Wir müssen es jetzt hier sortieren, ne? Oh Gott. Was soll man eigentlich jetzt hier machen? Ich schon vergessen. Ich kann Peggy uns nochmal helfen. How's it going? It's not going well. I could use some help. Okay, let's review the basics. We need to work out who the next target is. There's 4 locations, right? And 4 people. Yeah. We need to figure out if anyone is at any of the 4 locations tonight. And if they are, we can call them and warn them. There must be some connections between the notes. That makes sense. Okay. Great. Need any more help? I'm good now. Thanks, Peggy. No problem. Okay, es gibt einmal den sogenannten Chuck Brody. Was ist denn hier? Gallows Reporter, Montag, 18. September 1972, Katastrophenfest. Riesenrad bricht los, 15 Verletzte, wer hat Schuld? Das Erntefest von Gallows Creek fand nach einer Tragödie nur Stunden nach der Eröffnung dieses Jahr ein frühes Ende. Das Big Wheel löste sich aus einer Verankerung und rollte durch die Stadt. Eine Untersuchung ist im Gange. Mehr auf Seite 12. Wer ist denn hier Chuck Brody? Chuck Brody ist Sport AG, okay. Machen wir das mal hier kurz weg. Die Grippe im Griff. Ortsansässige Ärztin K. Walker empfiehlt allen Einwohnern, sich so schnell wie möglich gegen die Grippe impfen zu lassen. Die Grippesaison steht bevor und 84 wird anders als das Jahr zuvor. Schützen Sie sich. Wer ist denn die Ärztin? Wissenschafts AG. Kim Morgan. Okay, das bleibt dann bei ihr, das stimmt. Okay, was haben wir hier? Was mich angeht, war 1969 bisher ein großartiges Jahr Personalzuwachs im Kraftwerk. Das Kraftwerk von Gallows Creek stellt 20 neue Mitarbeiter an, darunter 12 ehemalige Schüler der Gallows Creek High. And Williams. Automobil. Packen wir es mal kurz weg. Also, was haben wir hier? Spendenaufruf zur Unterstützung von Chuck Brody. Chuck Brody, der ehemalige Footballkapitän der Gallows High, zog sich bei der Festkatastrophe Ende des letzten Jahres Verletzungen zu, die das Ende seiner Karriere bedeuteten. Um ihn bei seiner Genesung zu unterstützen, besorgen wir ihm Lottoscheine. Hoffentlich hat er Glück und kommt wieder auf die Beine. Wortspiel nicht beabsichtigt. Scheine bitte im Eimer unten hinterlegen. Chuck Brody, das gehört dann also hier oben hin. So, ganz ruhig. Was haben wir hier? Kraftwerk. Hochzeitsmeldung. Kim Walker. Wir möchten die Hochzeit von Kim Walker und Peter Stein am 30. Mai 1970 feiern. Alles Gute, das glückliche Paar. Also Kim Walker, das kommt dann hier hin. Auch hier hin. So. Was haben wir hier? Verbrechersyndikat hochgenommen. Kriminelle Organisation ausgehoben. 24 Festnahmen, Informationen auf freiem Fuß. Die Polizei hat dem seit langem operierenden Autodiebstahl-Syndikat heute endgültig den Garaus gemacht. Die Festnahmen erfolgten, nachdem ein Bandenmitglied Informationen über Mitverschwörer preisgegeben hatte. Der Informant, der anonym bleiben möchte und nachfolgend RA genannt wird, ist ohne Anklage freigelassen worden. RA. Ist ein Hinweis hier irgendwas? Jemand, der RA ist? Rebecca Allen. RA. Packen wir das mal hier mit hin. So. Gerechtigkeit für Festopfer. Die 2-jährige Untersuchung des Festunfalls ist abgeschlossen. Die Ermittler machen 2 vom hiesigen Kraftwerk angeworbene Ingenieure verantwortlich. Der leitende Ingenieur Ant Williams und Junior-Ingenieur Sean Everett ließen sich bei der Montage des Big Wheel Riesenrads von den Unterhaltungen über Horrorfilme ablenken, was zu diversen Montagefehlern führte. Sie wurden zu Stunden verpflichtet, die insgesamt sowieso
St. Williams. Dann kommt das hier unten hin. Kraftwerk. Was haben wir hier? Gallows Creek High gegen Quiet Ridge High. Liga 2. Was haben wir hier? Gallows Creek Immobilien. Samstag, 22. März 1986. Wohnwagen zu verkaufen. Günstig. $10.000. Stellplatz 101. 63 McReady Street, Gallows Creek. Kontaktieren Sie Makler Tyler Wallace für weitere Infos. Ich bin das Set, eine lokale Berühmtheit zu sein. Die Leute sind so gemein zu mir. Ich habe doch nur ein paar Autos geklaut. Wen kümmert das schon? Besorgt euch einfach neue. Ich verkaufe meinen Wohnwagen und verschwinde aus der Stadt. Ich will einfach nur weg. Bitte kauft ihn. Tyler Wallace. Ja gut, Tyler Wallace ist hier aber nicht drin, ne? Aber, okay, nächster Erzähl. Was haben wir denn hier? Gallows Reporter. Donnerstag, 12. Mai 1977. Piep, piep, Vorsicht, Tragödie. Defekte Busbremsen. Fordern 5 Tote, 16 Verletzte. Eine Tragödie ereignete sich gestern Nachmittag in Gallows Creek, als ein Bus nicht mehr bremsen konnte und mit einem Tankwagen kollidierte. Die Verstorbenen wurden als Einwohner von Gallows Creek identifiziert. Also Mr. D. Rudd, Mr. M. Houghton, Mr. P. Stein, Mrs. K. Stein und Mrs. J. Mildred. Die Polizei bittet um Rücksicht auf die Familien der Opfer. Der Vorfall wird nicht als verdächtig eingestuft. Okay, was haben wir hier? 1987 Quiet Ridge Gesundheits- und Sicherheitskongress, 1. bis 6. September. Liegen Ihnen Gesundheit und Sicherheit am Herzen? Gut, dann besuchen Sie den jährlichen Kongress. Mysteriöser Sondergast. Der leitende Ingenieur, der 1972 das Erntefestunglück von Gallows Creek verursacht hat. Man soll aus seinen Fehlern lernen. Autodiebstahl. War hier nicht auch was von irgendeinem Autodiebstahl? Ich habe doch nur ein paar Autos geklaut. Moment mal, das kann sein, dass es hier zu ihm hinkommt. So. Erntedankfest. Verantwortlichen. Könnte vielleicht hier hinkommen. Was haben wir hier? Sheriff Matthews mahnt Bürger nach mehreren Autodiebstählen zu erhöhter Wachsamkeit. Die Verbrechenswelle der 70er Jahre wird enden, das versichere ich Ihnen. Wir müssen zusammenarbeiten, um diesen Verbrecher zur Strecke zu bringen. Auto geklaut? Müsste hier hinkommen, okay. Sonntag, 3. November. Ex-Lotteriegewinner kauft 24-Stunden-Tankstelle. Christines Gas and Repair ist an einem Herren verkauft worden, der vor 14 Jahren ein Lotto gewonnen hat. Der neue Besitzer erklärt, die wird mich abends beschäftigen. Er hat darum gebeten, anonym zu bleiben. Wer hat denn gewonnen? Die wollten ja für ihn Lottoscheine sammeln, ne? Spendenaufruf, weil er nicht mehr spielen konnte. Die Frage ist, wer hat gewonnen? Er war doch Basketballspieler, ne? Footballspieler, ja. So, gucken wir erstmal hier weiter. Ex-Lotteriegewinner kauft 24-Stunden-Tankstelle. Lokale Legende zieht nach Manhattan. Die berühmte Autorin des Enthüllungsbuchs Tagebuch eines Autodiebs verlässt Gallows Creek, um ein neues Leben in der Stadt zu beginnen. Erst stahl sie unsere Autos, dann stahl sie unsere Zeit und unser Geld, meinte unser Kritiker Jim Randy letztes Jahr. Autodiebstahl. Kommt auch hier hin.
Ex-Lotteriegewinner verkauft Tankstelle. Was haben wir hier? Inhalt bricht los, 15 Verletzte. Aber wer war der Ex-Lotto-Gewinner? War er das? Was mich angeht, war 1990 ein großes Jahr bei Senators im Kraftwerk von Gallows Creek. 9 Mitarbeiter, darunter 12 ehemalige Schüler von Gallows Creek. Defekte Busbremsen. Kraftwerk. Wer hat die Tankstelle gekauft? Der vor 14 Jahren im Lotto gewonnen hat. Vielleicht hat er im Lotto gewonnen. Dann würde das rein theoretisch hier hinkommen. Christine's Gas and Repair müsste die Gas Station sein. Sie ist wahrscheinlich das Krankenhaus. So. Der Trailerpark wird wahrscheinlich das... Nee, warte mal. Aber wer hat... Es ist ein Herren verkauft worden, aber an wem wurde die Tankstelle verkauft? Wäre das ja rein theoretisch bis in die Power Station. Kann man die irgendwo sehen? Power Station. Gas and Repair. Hier ist die Power Station. Also es ist das Kraftwerk. Okay, Moment mal. Power Station, Kraftwerk wäre dann hier unten. Aber wer... Oh, ist das von ihm... Wollte sie nicht ein Auto verkaufen? Wohnwagen günstig zu verkaufen. Hier. Gallows Creek Immobilien. Wohnwagen günstig zu verkaufen. Gas Station. Go.
Trailerpark. Trailerpark ist hier. Die Wohnsiedlung. Wohnwagen zu verkaufen. Wahrscheinlich im Trailerpark wird es ausverkauft, ne? Power Station ist Kraftwerk. Jetzt aber die Frage, wer ist das nächste Opfer? Und soll ich wissen, wer jetzt das nächste Opfer ist? Konnte nicht mehr spielen, hat im Motto gewonnen scheinbar. Hat die Tankstelle verkauft. Die wird mich abends beschäftigen. Er hat darum gebeten, anonym zu bleiben. Tagebuch eines Autodiebs. Informanten. Ja, wie gesagt, also denke ich mal, sortiert ist das eigentlich richtig, aber ich habe keine Ahnung, wer das nächste Opfer ist. Ich würde mal raten, die hier vielleicht, aber weil die ja so viel Scheiße gebaut hat, hier Autos geklaut hat. Hier mit die Verletzung, der war ja verantwortlich, glaube ich, dass der da nicht mehr spielen konnte. Power Station, ich habe keine Ahnung. Wird auch wieder sterben. How's it going? Hilft sie mir nochmal? It's not going well. I could use some help. Okay, let's review the basics. We need to work out. Jetzt weiß ich doch. Du sollst mir anders helfen. Kann Kann man das nicht We überspringen? need to figure out if anyone is at any of the 4 locations tonight. And if they are, we can call them and warn them. There must be some connections between the notes. That makes sense. Great. Need any more help? Ja. Yes, please. Sure. I think you should be methodical with this. Try grouping the notes by who they're about. You could also have a look at the dates and make a timeline. Maybe that will help rule out potential targets first. Got it. Thanks, Peggy. No problem. Wer könnte noch in der Nähe sein? Mal gucken. Also er wird vorweggezogen sein, ne? Deswegen hat er die Tankstelle verkauft. Ich glaube, er ist nicht mehr da. Festnahmen, Informant auf freien Fuß. Also ich würde auf Power Station tippen, ich habe keine Ahnung. Wie heißt der Mensch? And William, keine Ahnung. How's it going? Ich weiß es nicht. I'm ready, Peggy. Ich weiß Are es you wirklich sure? nicht. We've only got one shot at this. I'm sure. Let's do this. Okay, name first. Who do you think the target is? Aunt Williams. And where will I find them? The power station. Okay, I'm dialing. Ich One weiß es moment. nicht, wahrscheinlich wieder falsch, wahrscheinlich stirbt er auch wieder, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Forrest, I'm through to the power plant, but they say there isn't anyone by that name there. What? Then who? Jeez! It sounds like something blew up.
He's using bombs now? Oh my god. The call board. One moment. Forrest, I'm getting so many calls. Just let me... I'm gonna take us off air for a moment. Peggy, what's happening in there? Peggy. I'm back. He blew up the gas station, Forrest. Okay. Doch, die Tankstelle. Leck mich doch am Arsch. Weiß ich doch nicht, Mann. The fire department is useless now, as you know. Ist doch scheiße. Weiß ich doch nicht, wie man die Scheiße deuten The soll. hospital's only ambulance was at the gas station. Nee, jetzt bin ich echt angepisst, ohne Scheiß. Das Spiel gefällt mir gerade überhaupt nicht mehr. You have to tell the town. I'm putting us back on air. Now. Gallows Creek. I don't know how to tell you this, but the gas station's been bombed. Please, everyone, stay safe. Weil der ist doch auch noch in der Stadt. Verstehe ich nicht. Die ist, glaube ich, weg. Die wird wahrscheinlich auf. Die ist aber auch noch da. Here's some music while we regroup here on KFAM 189.16, The Stream. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. There's gotta be more in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of him. Stop the killings before they can happen. Forrest, we need to go back down. By we, you mean me, right? Yep. Like I said, I need to handle all these calls. Maybe start with that creepy mannequin room you mentioned before. I still have a lot of questions about those, by the way. Me too. Naja, wir spielen noch ein bisschen 20 Minuten um. Ja, keine Ahnung. Ich konnte dieses Rätsel schon privat nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin in sowas mega schlecht. War denn jetzt der Geheimraum hier? Speichert. A key. Was this always here? I Wo must denn? have missed it when I brought everything upstairs. Wo ist denn hier ein Schlüssel? Ich sehe keinen. Hallo, wo hängt hier ein Schlüssel? Wo ist denn hier ein Schlüssel? Hier ist doch kein Schlüssel. Ein scheiß Schraubenzieher. Ach, hier. Okay. Oh, ich bin richtig angepisst gerade, weil es wieder nicht geklappt hat. Sowas nervt mich tierisch ab, ey. Sowas. Ohne Scheiß finde ich echt zum Kotzen. Ich hasse sowas, wenn man so eine Entscheidung treffen muss und so eine blöden, bescheuerten Rätsel hat. Und der nicht weiterkommt. Mach doch mal die Tür zu. Boah, spinnt die Alte? Sorry, aber das nervt gerade. Oh, eine Kassette? Peggy, I've found a tape and a map down here. A map of what? Looks like it might be to somewhere in this storage area. Weird. Well, maybe the tape will give us more information. Give it a play.
Hier in irgendeinem Regal, da ist so ein Tape. Aber wo da? Was ist denn jetzt schon wieder? Forrest, you should listen to that first tape you found. Ja, wie denn? Ich habe keinen Kassettenrekorder. Oh Gott, ist das schlimm heute. Echt heute nicht mein Tag, wirklich nicht. George Barrow, 1968. That's when this all began for me. Follow the maps, find the tapes. I'll be waiting. Wait, George Barrow? We all heard that he drowned after a night out drinking. Was it actually Clive? Has Clive really been the whistling man for that long? He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. I think we need to see what else is hidden down here. Be careful, Forrest. Ja. Keep looking. Buzz the intercom when you found something. Wo jetzt hier? Ja, hier ist ein Thomas da. Time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asphyxiation from drowning. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death. Das war nicht das Bild vom Foto, ne? Das war so einen kleinen Wagen. Das ist nicht das Ding. Hier. Small lacerations to arms, legs, and face, typically obtained by running through foliage. Severe blistering to the feet, as though the deceased had been running without stopping. This looks useful. Polizeidienststelle, Fallnummer 983A56, Datum des Berichts 3. September 1968, erstellt von Sheriff J. Matthews. Ausführlicher Bericht: Gegen 4 Uhr ging der Anruf einer Joggerin einer Miss Sandra Sharp ein, die in der Talsperre eine angeschwemmte Leiche entdeckt hatte. Ich fuhr hin und konnte die Leiche vor Ort als die von George Barrow identifizieren. Ich setzte mich mit dem Büro des Gerichtsmediziners und mit den Eltern des Jungen in Verbindung. Sie teilten mir mit, dass sie ihn zuletzt am 2. Mai um 19 Uhr gesehen hatten. Okay. So, der nächste Zettel. So ein Regal mit Kisten. Das hier? Nee, das ist ein anderes Regal. Das hatten wir schon. Das ist aber auch nicht. Das hier? Nee, da sind so Kartons daneben. Das ist es auch nicht.
Geh doch mal da unten durch jetzt. Wo ist denn dieses scheiß Regal? Oh, das geht mir echt gerade wieder auf den Nerv, hier ohne Scheiß. Macht gerade wieder echt keinen Bock mehr. Das hier? Ja, tatsächlich, Gott sei Dank. So. Abspielen. Preliminary toxicology results shows no signs of inebriation. However, a high amount of cortisol was found, indicating elevated levels of stress in the immediate moments before death. Sorry, Leutchen. Jetzt, wo der Ventilator war. Wo war jetzt hier ein Ventilator? Ist das nicht? Hier ist auch keiner. Was ist das hier? Lieferdatum 2. September 1987, Lieferung von Starling Security. Lieferung Installation, Sicherheitsanlage, Modell 4000. Das könnte vielleicht noch wichtig werden. St. Gabriel's Hospital, Gas Repair, Rollschuhbahn, Woodwide Apartments, glaube ich, für ein Rätsel noch. Muss man mal merken, dass es hier ist. Jetzt suche ich erstmal das Regal mit dem Ventilator. Das hier. Additionally, there appears to be a post-mortem injury to the arm. It looks like it was trapped in a car door. So, jetzt haben wir noch eins, und zwar so ein Fach, wo so eine Zeitung drauf steht, wo auf dem Regal lauter Zeitungen liegen. Das hier? Ja. It is the coroner's opinion that the subject likely feared for his life and was chased, resulting in a fall from a height into a body of water, where he hit his head, was knocked out, and drowned. Following that, he was moved. Dr. Sullivan, we need to have a talk. That recording. Shut it off. Hier. If you're listening to this, then I'm probably dead. What the? I'm a man who likes to stay informed. I've got subscriptions A new to vinyl for my newspapers collection. all over the country. A few weeks ago, I noticed headlines cropping up in those papers, one after the other. Each headline about a murder. Each murder, the death of someone I knew almost 20 years ago. And each one drawing closer to Gallows Creek, drawing closer to the anniversary. None of us are innocent, but I don't think we deserve killing. All I hope now is that I can save some folk from the worst that I can. I don't know. Do something to make up for what I did back then, I guess. I didn't kill anyone, mind you, but that's past mattering. Now, there's more I could say than I should say, but my employer made it clear that my family would pay a high price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener, whoever the hell you are, to start putting the truth together. What the hell? Peggy is not gonna believe this.
Untersuchungsbericht der Gerichtsmedizin namens verstorbenen George Barrow. Zeitpunkt des Todes 2.9.1968 gegen 21 Uhr. Der Verstorbene ist ein männlicher Weißer, 18 Jahre alt. Erstickungsmerkmale deuten auf Ertrinken als Todesursache hin. Weitere Details unter Abschnitt 2 Absatz 4. Schürfwunden an den Fingerknöcheln stammen vermutlich von vergangenen Schlägereien, was mit der aggressiven Vorgeschichte des Verstorbenen übereinstimmt. Es wurden keine weiteren Verletzungen festgestellt. Nach Ansicht der Gerichtsmediziner gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Zusätzlich weist der vorläufige toxikologische Bericht auf einen hohen Alkoholgehalt im Blut des Verstorbenen hin. Die Gerichtsmedizin ist der Auffassung, dass der Verstorbene im alkoholisierten Zustand schwimmen gegangen und im Zuge dessen ertrunken ist. Datum 3.9.68, 7 Uhr, Medizinerin Virginia Sullivan. Tut mir leid, dass ich Ihnen das aufgebürdet habe. Virginia. Mit meiner Maus jetzt hier, sie nicht. Das hier. Weiß ich nicht. Okay. Hier jetzt noch was, was wir übersehen haben? Nee. Sehr dunkel hier hinten. Jetzt hatten wir uns alles angehört. Das ist nix. Hier ist auch nichts. Immerhin haben wir auch eine Platte gefunden. Das hatten wir auch, okay. Dann. Was für ein Geräusch hier? Den Zettel müssen wir uns merken. What have you found, Forrest? It's an autopsy tape. Doesn't say for who, but I think it must be for George. Poor George. He was so young. Something's bugging me, Peggy. What do you mean? I swear I recognize the voice of the woman talking on the tape. I just can't place it. Seriously? Do you think you've met her before? I don't know. I mean, I just got here recently. I don't know. Found another tape that talks more about how George died. What did it say? It sounds like he was running for his life. Sprinting through trees and bushes, getting cut up all over. What would drive someone to do that? I'm not sure yet. There's also a tape about a toxicology report. There were no signs of drinking or that he was on anything. What? But everyone said he went swimming drunk and drowned. It was in the newspaper and everything. I found a tape that introduces a new detail to the story. Post-mortem injury. Apparently, his arm got caught in a car door. A car door? Yeah, after he died. How do you suppose they can tell? How can they tell? I'm a radio producer, not a coroner. The written report I found doesn't mention it at all. How did his arm get trapped in a car door after he died? Unless he got it when the police collected his body, I guess someone else must have moved him after he was dead to where he was eventually found. But the report, what is going on here? I found a police report. Mentions a friend from earlier, Sandra Sharp. Sandra. The jazz runner? That's right. She found George's body washed up at the reservoir. The reservoir? Yeah? What's strange about that? George got cuts from running through foliage, right? But there's no forest around there. Also, how did it wash up at the reservoir? What do you mean? Reservoirs don't have tides. But that's what the police report said. It's not possible, though. I did a school project on reservoirs and got an A. But, yeah, not important right now. The important thing is that it doesn't make sense. What are you suggesting then? That the body was originally found somewhere other than what the report suggests? That the sheriff tried to cover it up, but accidentally let something slip? Something like that. I think. Well, Sheriff Matthews wrote the report. If he hadn't been eviscerated, we could have asked him. True. But Sandra is still alive? Once we're done down here, we should give her a call. In another tape, the coroner comes to the same conclusion as I did. George was running from something. Maybe an animal? Maybe, but then there's this next bit.
where the coroner thinks he was moved post-death. So she agrees with us. At the end of the tape, someone burst in and demanded the doctor, Dr. Sullivan, to stop recording. Dr. Sullivan. Wait, Virginia Sullivan? She was her caller from earlier. Well, then our caller was involved in a conspiracy around this boy's death. We need to call her back once we finish down here. It looks like she might know something about what's going on. Oh, die erzählen den ganzen Roman hier. Der hat kein Ende mehr. I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Boah, ist das ewig lang. Any killings, but for playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. Do you think the whistling man already got him? Possibly. We've had a lot of callers tonight, but maybe not every victim made it to the phone, you know? We don't know how many there really are. Christ, Forrest, that's dark. I know, but Clive said he had read about other murders in other towns, and that the murders were all folks who knew about the incident. And the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office. He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking them down to save them. Ugh, why didn't he just come out with all of this? He said Oh, sind ja gar kein Ende mehr. Hier eine halbe Stunde Gequatsche bloß. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Oh, Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. Do you think you found everything? I think so. Forrest, what's going on here? Someone wanted that boy's death to Oh, da hört der ja nicht mehr auf. and they hired Clive to make it look that way. Come back upstairs when you're ready. We need to figure out our next step. Würde ich ja gerne, aber du quatschst ja eine halbe Oper hier. 3 Uhr, ja, also ich glaube, so lange hat es wirklich gequatscht. 3 Stunden. Thank God you're back, Forrest. I've been running out of stuff to pad our airtime with. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really, how are we supposed to keep a show going with all this happening? This is our job, Peggy. We gotta do it. You're right. So, what's the plan now? I think we should call Virginia back. All right, I'll get her on the line. Time to turn the music off. Hello again, Gallows Creek. This is Forrest Nash. We're circling closer to the truth behind tonight's Was ist events. denn das Bild immer so? To this end, we're calling back one of our Hat schon earlier Angst, callers, das Game selber, Virginia vor dem Sullivan. Killer. Fredman Plunker here? Who's this? Is it you? Goose. Plunker, hey, it's the radio man, Forrest Nash. Radio man? What's up? Solving mysteries, saving lives. The huge. Right on. Plunker, what are you doing at Virginia's house? She asked if we could stay to keep an eye out for that whistling turd. So we're hanging out, bro. Well, that's big of you, Plunker. Oh, it's nothing. Can I speak to Virginia? Sure thing, radio man. I'll just go get her. Who is this? Hey, Virginia, it's Forrest. I'm glad you're still okay. Oh, Forrest. Sorry, I'm still jumpy. Brauchst dich nicht entschuldigen, ich wäre auch nervös, wir müssen reden. Don't be sorry. You've been through a lot. I'm so sorry this happened to you, Virginia. Oh, ich höre mal auf zu wackeln. Was ist denn das hier? Easy. We're not calling to talk about earlier. We're calling because we think you can help us understand why this is happening tonight. Me? What would I know? Does the name Clive mean anything to you? Clive? No. Er lügt so auch noch. What are Unfassbar. you asking about this for? You mentioned that name earlier
when you called us the first time. I don't know what I said then. I was petrified, Forrest. Clive's the janitor at our station, and we know you spoke to him in the past. Forrest, please. You don't know what you're doing. He'll come for me. Virginia, it's okay. Clive won't be coming after you. We think Clive's dead. Dead? But isn't he? He's the whistling man, Forrest. Why are you so certain Clive's the whistling man? Because all those years ago, It's okay, Virginia. He's gone. We found evidence to suggest well... And we found your autopsy reports for George Barrow. How? I saw him destroy them. Well, he didn't. I don't know if he kept them or made copies or what, but we found them. And we know it's related to what's happening tonight, which is why we called you. Why did you stay quiet? All right. Na, sprich. One day, Wir hören zu. to work to find a boy on my slab. And as I finished the autopsy, this man, Clive, he just burst in. And he started making demands to give over the reports, to falsify what I found. Of course I said no. But, well, when someone wants to make you do something, they can use the carrot or the stick. For me, he used both. You see, my sister is sick. She has a chronic condition that's never going away. It's expensive to treat, and it was getting to where I couldn't afford it. And Clive promised me that his employer would pay for my sister's treatment if I did what he said, and that if I ever spoke about this, he'd beat me to within an inch of my life. I don't know why he had me do it, but my sister needed Ja, ob das so richtig ist? Ich weiß nicht, ob das you have stimmt. to understand. She needed me. We understand. Musst du gerade sagen, Peggy? Ja, ist okay. Thank you, Virginia. That was brave. God, I just want this nightmare to end. Das wollen wir alle. This will help end it, Virginia. Thank you. Stay safe, Virginia. Nu? So, Virginia's tied up in all of this. Clive threatened her to keep quiet about George's death. But for who? Why cover up these details? So, wir können ja mal eine andere Well, Platte we aufsetzen. know Sandra was involved in George's death. Do you want to call her? I do. All right, but before we go asking questions, I think we should know what we want to ask. Is that fair? Yeah, we need to ask her about finding the body. She was the one who discovered it, but something just doesn't add up. 100%. She knows more than she's saying. I wonder what she's hiding. We'll hopefully find out soon. Anyway, just be careful when you're talking to her. Don't push too hard. We don't want her to hang up. I'll be careful. All right, calling her now. Hopefully she's at her jazz studio. Aha! Forrest, you're through. Hello, this is Sandra at Jazz Pizzazz Jazz Studio. Who is this? Hello again, Sandra! It's Forrest Nash of 189.16. The Scream. The Scream. And you're live on air. Oh, I always thought folks called into a radio show, not the other way around. How jazzy. What can I do for you? Well, we're trying to understand what's behind the attacks tonight. We had a few questions. Why, Forrest, of course. Heck, after the way you saved my life, I'd say yes to just about anything you asked. Danke. Do you know why the Whistling Man might have targeted you? Ha! As far as I can tell, he was just a knife-wielding psycho with superhuman cardio. He'd have chased after anybody. Right. Well, we think he might be chasing specific people. People who know about the death of a boy named George. Oh, I don't know anything about that. Sorry. Du hast die Leiche gefunden, warst du ein Geheimnisaufschluss mit den Spielchen? Sandra, we know you found George's body. We have the police report. I don't know what you mean.
It's okay, Sandra. We know. You do? You know that? Yes. Of course. This studio is my life. After I found the body in the river, I couldn't lose my studio. Do you understand? Sure. I understand. When the rent just kept going up, he said he'd stop if I just needed to keep quiet. And everything would be okay. Wer war er? Sandra? Who was he? He was... Na? He said, if I told everyone I found the kid in the reservoir instead of the river, he... Na? I'm sorry. I can't do this. And she's gone. I don't think that could have gone any better. You truly did great, Forrest. Well, folks, if anyone out there has any thoughts on what's going on tonight, please call in. That's good timing. We've got a call waiting just this second. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich speichere selber nochmal, und zwar hier. Und würde sagen, wir machen einen Cut an dieser Stelle und sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Sorry, wenn es heute ein bisschen stressig war, beim nächsten Mal wird es besser. Hab euch lieb, bis dann, ciao.